So ihr Lieben, in diesem Video gibt es ein aktuelles und spannendes Update zu Constellation. Am 6. August hat nämlich das Team Metanomics vorgestellt. Das ist ein flexibles und nachhaltiges Token-Modell, das Ende Q1 2025 live gehen soll und DAG enorm verändern wird. Das Update wird zum Beispiel delegiertes DAG-Staking einführen. Das heißt, du wirst zukünftig DAG staken können und Rewards erhalten, ohne selbst einen Validator betreiben zu müssen. Was es genau bedeutet, klären wir gleich. Wenn du jetzt DAG hältst oder an Kryptoprojekten mit einem echten Mehrwert interessiert bist, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Constellation konzentriert sich auf den Aufbau einer vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur und die Kryptowährung dahinter ist DAG. In den letzten Monaten lag der Fokus jetzt stark auf Businesslösungen, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium. Doch jetzt geht es eben zurück zu den Wurzeln von Web3, zurück zu den Nutzern, um das Wachstum innerhalb der Kryptoindustrie zu pushen. Mehr zu Constellation nochmal findest du in einem extra Video auf meinem Kanal. Hey ihr Lieben, ich bekomme oft Fragen von euch zu Coins, zum Portfolio, zur Blockchain oder auch persönliche Fragen wie Steffi, was würdest du tun? Und ich verstehe euch total. Viele von uns haben kaum Zeit, sich in der Kryptowelt so richtig einzuarbeiten. Wir haben einen Job, die Familie und das geht alles vor. Und dann fehlt auch noch der richtige Ansprechpartner um die Ecke, weil Krypto so nischig ist und ultra komplex. Um das Problem zu lösen, findest du jetzt auf www.misskrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings aus, um einfach gemeinsam zu wachsen. Die Plätze sind auf 500 limitiert, damit jeder von uns gehört wird und sich wohlfühlt. Klingt gut? Dann sichere dir doch noch heute deinen Zugang auf www.misskrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Schau mal vorbei. Beginnen wir mit dem Wichtigsten zuerst. Und zwar wird es keine Maximal-Supply von derzeit knapp 3,7 Milliarden DAG-Token mehr geben. Stattdessen wird ähnlich wie bei Ethereum eine flexible Tokenversorgung eingeführt. Das neue Modell startet mit einer kontrollierten, aber variablen Inflationsrate von 6% und soll über die Zeit auf eine Zielrate von 0,5% sinken. Was heißt das jetzt? Genau, dazu die folgende Abbildung für dich. 4 verschiedene Szenarien siehst du hier. Blaues Szenario, beginnen wir damit. Bei diesem blauen Szenario bleibt der DAG-Preis stabil. In diesem optimalen, besten Fall würde die Inflation dann allmählich abnehmen, bis sie das Ziel von 0,5% erreicht. Bei dem roten Szenario, da würde der DAG-Preis jährlich um 25% sinken. Dementsprechend würde die Inflationsrate konstant bei 6% bleiben, um den Preisverfall auszugleichen. Du siehst die horizontale rote Linie ganz oben im Bild. Andersherum, grünes Szenario, grüne Linie angucken, da würde der DAG-Preis steigen und dann würde dementsprechend die Inflationsrate sich anpassen und schneller sinken. In dem lila, dem letzten Szenario, schwankt der DAG-Preis stark und dementsprechend zeigt auch die Inflationsrate unregelmäßige Entwicklungen. Also, Inflation kontrolliert, aber variabel, abhängig je nach Marktbedingungen und je nach Netzwerkbedarf. Okay, ja, die Inflation hat natürlich jetzt einen klaren Zweck. Die hat man nicht einfach mal so ins Leben gerufen, sondern man möchte ja Anreize setzen. Die neu emittierten Tokens dienen als finanzielle Anreize für 4 verschiedene Parteien im Ökosystem. Die Delegatoren, die Validatoren, die Stiftung, also die Foundation und das Protokoll. Die Delegatoren, die DAG staken, erhalten dabei mit 45% den größten Anteil von diesen variablen Emissionen. Interessant ist jetzt übrigens auch, dass die Delegatoren langfristig die größten Nutznießer der Rewards und damit entscheidende Teilnehmer im Netzwerk sein werden. Wenn du hier die Abbildung ansiehst, dann siehst du das an der roten Linie, die ist erstmal viel größer als die anderen im Vergleich, also viel höher liegend. Und man sieht auch, dass die Linie leicht ansteigt, also langfristig die größten Anteile und eine leicht steigende Tendenz für die Delegatoren. Also, Constellation möchte zurück, wie gesagt, zu Web3 und den Nutzern, möchte sie motivieren, ihre Tokens auch langfristig im Netzwerk zu lassen. Und klar, je mehr und je länger diese dann wiederum DAG delegieren, desto stabiler wird das Ökosystem bei Tokens im Netzwerk gebunden werden und nicht einfach mal rausgeschleust werden. So, und das ist jetzt eben das nächste spannende Thema, delegiertes Staking. Was musst du darüber wissen? Ganz kurz, die Einführung von Delegatoren nochmal ist eine neue Möglichkeit, DAG Rewards zu verdienen. Das gab es vorher nicht. Jeder, nur nochmal aufmachen,
Jeder, der DAG besitzt, kann seine Tokens an einen oder auch an mehrere Validatoren delegieren. Das Prinzip kennst du vielleicht von Cardano. Staking ist kein Muss, also keine Verpflichtung im Netzwerk und birgt auch bestimmte Risiken mit sich. Mehr dazu nochmal ein extra Video auf meinem Kanal. Wenn du jedoch nicht delegierst in diesem Fall, Thema Inflationsrate, das einfach nur hodelst, dann könnten deine DAG-Tokens in Zukunft durch die Inflation einfach an Wert verlieren. Es gibt den Schwellenwert, 60%. Wenn 60% der DAG durch Staking delegiert werden, dann profitieren die Staker als auch die Hodler, also die halten. Bei diesem Schwellenwert erhalten die Delegatoren attraktive Staking-Renditen, weil genügend Tokens im Netzwerk gebunden sind. Gleichzeitig sind die DAG-Halter weniger von den Wertverlusten durch die Inflation betroffen. Also optimaler Wert, der erreicht werden möchte. Wie setzen sich jetzt die Staking Rewards konkret zusammen? Die Rewards hängen von der Menge deiner delegierten DAG-Tokens ab. Und jetzt kommt das Spannende. Delegatoren erhalten tatsächlich zwei verschiedene Arten von Belohnungen. Erstens kommen die Belohnungen aus den 45% der variablen Emissionen, habe ich vorhin schon gezeigt, siehst du auch nochmal hier in dem Abbild, wobei etwa 5 bis 10% davon als Gebühr an die Validatoren abgedrückt werden. Die zweite Belohnung, und zwar das ist ziemlich cool, ist eine feste jährliche Rendite von 3% auf deine delegierten DAG, also unabhängig, was der Markt und was das Netzwerk so macht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal einfach 100.000 DAG stakest, dann bekommst du jährlich 3.000 DAG als eine fixe Belohnung plus du bekommst eben die zusätzlich variablen Rewards durch die Netzwerkinflation. Denk dran natürlich, dass der Wert deiner DAG in USD je nach Marktpreis auch schwanken kann. Um deine DAG zu entsperren, gilt eine 30-tägige Sperrfrist. Wenn du jetzt deine Tokens an anderen Validator redelegieren möchtest und sagst so, ich will zu einem anderen, dann entfällt diese Wartezeit allerdings. Ich habe hier keinen Ventilator in diesem Zimmer, das ist so klein und stickig. Du kannst es dabei frei entscheiden, ob du dich für einen regulären Validator oder einen Validator aus einem Metagraph entscheidest. Metagraphen können Delegatoren zusätzliche Anreize bieten, wie zum Beispiel zusätzliche Tokens, um neue Nutzer anzuziehen und auch damit wiederum ihre eigenen Projekte zu finanzieren, also Win-Win-Situation. Nehmen wir ein Beispiel. Das Projekt Door ist ein Projekt, was auf Constellation einen Metagraphen aufgesetzt hat. Das könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich biete einem Delegator zusätzliche Door-Tokens an und damit würde der Delegator eine zusätzliche Renditemöglichkeit erhalten. Oder Chenico würde zum Beispiel sagen, ich biete jetzt einen Chenico-Token zusätzlich zu dem an, wenn du bei mir delegierst. Also hypothetisch, da gibt es Möglichkeiten, auch andere finanzielle Belohnungsanreize für die Delegatoren zu setzen, sodass sie sich dann dementsprechend entscheiden. Und diese Wahlfreiheit der Delegatoren führt jetzt zu einem neuen Belohnungs-Governance-Modell, was eingeführt wird. Denn die Delegatoren, die tragen eben aktiv dazu bei, wie sich das Netzwerk entwickelt. Also sagen, dieses Projekt finde ich cool, das möchte ich unterstützen mit meinen DAG. Und beeinflussen eben damit auch die Governance, also die Netzwerkausrichtungen. Gleichzeitig sind es aber auch die Validatoren motiviert, also die regulären und die Metagraphen, die sagen, hey, ich muss die hohen Standards einhalten, damit die Delegatoren, also die Nutzer zu mir kommen, die DAG bei mir lassen, weil die letzten Endes höhere Einnahmen erzielen. So, das waren jetzt die inflationären und die stabilisierenden Anpassungen. Hier nochmal in der Gesamtgrafik. In der Mitte siehst du aber, wir haben die deflationären Kompartimente ausgelassen, also die dritte Säule. Es gibt einen deflationären Mechanismus, bei dem die sogenannten Snapshot-Gebühren eine Rolle spielen werden. Ja, das ist technisch, aber was sind die Snapshot-Gebühren ganz kurz? Wie erwähnt, Projekte, die bauen ihre Metagraphen auf Constellation. Und die müssen je nach ihrer Aktivität Gebühren an das Netzwerk zahlen. Diese Snapshot-Gebühren, die werden dann also geburnt, also in dem Fall unwiderruflich aus der Umlaufmenge entfernt. Und so, das ist der Plan, bleibt das Gesamtangebot der Tokens ausgeglichen. Die Snapshot könnten jetzt aber auch potenziell, das wird in dem Paper erwähnt, an die Validatoren als Rewards umverteilt werden, als dass sie eben geburnt werden, wenn das Netzwerk zusätzliche Unterstützung benötigen sollte. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, im Markt ist schlecht, dann hätte eben Constellation eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Instrument in der Hand, um sich
anzupassen. Und zu guter Letzt gibt es noch 2 wichtige Updates, die sofort mit dieser Veränderung in Kraft treten, also vor dem Start 2025. Das erste Update betrifft die Schatzkammer. Am 8. August wurden 450 Millionen DAG-Token freigeschaltet, um die Netzwerk-Schatzkammer, die Treasury, auszubauen. Diese 450 Millionen DAG, die kommen nicht von irgendwoher, sondern die wurden ursprünglich von den Gründern zurückgehalten, um sie genau für solche Momente dann ins Ökosystem einzubringen. Also Marketing, Community-Initiativen, Mitarbeiter, Entwickler sollen damit finanziert werden. Die genaue Verteilung habe ich dir nochmal hier in einer Extratabelle eingeblendet, zusammengefasst. Alle 2 Jahre wird es dann eben Updates über die Auswirkungen geben, was man so mit den Zuteilungen gemacht hat, damit die Verteilung auch für alle transparent bleibt. Ja, damit der DAG-Preis jetzt durch diese Token-Verkäufe nicht jedes Mal runtercrasht, dürfen nie mehr als 5% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens verkauft werden. Hier siehst du, es gab einen kurzen Preisrückgang am 8. August. Das könnte jetzt mit der Ankündigung, aber eben auch mit der tatsächlichen Freischaltung der Tokens zusammenhängen. So, und das zweite Sofort-Update betrifft Anpassungen der Belohnungen im Datenpool. Die sind jetzt am 12. August in Kraft getreten. Die Kernaussage, die Rewards für DTM-Halter werden reduziert von 55% auf 42%, während die Rewards für die Validatoren im Mainnet deutlich erhöht werden von 17 auf 30%. Die regelmäßigen Baseline-Rewards für DTM-Besitzer, die werden sogar komplett abgeschafft, also minus 100% siehst du hier in der Abbildung. Um den reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bekommen die aber trotzdem noch bis zu 18 Monate verbleibende DAG-Belohnungen, wenn der alte Datenpool aufgebraucht ist. Ja, für die DTM-Besitzer jetzt, die sich auf Commercial Bounties und Installation Bounties konzentriert haben oder konzentrieren, da gibt es die Chance auf Mehreinnahmen, weil die Obergrenzen für diese Bounties abgeschafft wurden und gleichzeitig mehr DAG monatlich zur Verfügung stehen, also innerhalb des DTM-Datenpools. Das Ziel der Änderung ist klar. Constellation möchte die Nutzer, die Teilnehmer stärker belohnen, die einen echten Mehrwert für das Netzwerk schaffen und mit ihren Geräten aktiv Daten sammeln. So, mein Fazit. Was sind nochmal die Vorteile, was die Nachteile? Also ich finde es gut, dass wir jetzt ein weiterentwickeltes Modell damit ins Leben gerufen haben, also flexibler, ist nicht so starr, das passt sich an die Marktbedingungen an und das ist total wichtig in Krypto, weil einfach der Kryptomarkt nach wie vor auch sehr volatil ist. Fokus, finde ich gut, liegt immer mehr auf den Nutzern, auch die sich engagieren. Stärkere Anreize für Neulinge, also für Mitglieder werden gesetzt. Es gab auch einfach ein Feedback von der Community, was gut umgesetzt wurde. Eben, man möchte mehr Transparenz mit der Tokenverteilung erreichen, auch mehr Netzwerk, Governance. Was ich nicht so gut finde, was man beachten musste, mögliche Kritikpunkte, Nachteile. Das eine ist natürlich, die Baseline-Rewards für die DTM-Halter fallen weg. Das heißt, ein Nutzer, der sich vorher auf die Baseline-Rewards-Strategie konzentriert, hat gesagt, ja, das sind meine Rewards, ja, der muss sich jetzt eventuell umorientieren und gucken, ob er eben doch ins delegierende DAG-Staking eintritt. Dementsprechend ist, und das ist ein weiterer Punkt, den ich nennen möchte, die Abhängigkeit von Delegatoren natürlich in der Zukunft zunehmend, wenn die eingeführt werden, denn es liegt dann einfach mehr Verantwortung bei den Nutzern. Wie erwähnt, die haben einfach eine riesen Rolle im Netzwerk zukünftig. Sprich, was wir uns überlegen müssten, ist, dass gerade am Anfang, wenn das neue Modell anläuft, wir niedrigere Delegationsraten haben. Das könnte dementsprechend Auswirkungen auf die Inflationskontrolle am Anfang haben und damit eben den Preis, den Kurs von DAG in einer Form beeinflussen, genau, kurzfristig. Ein weiterer Punkt, den ich sehe, ist eben nicht nur die Abhängigkeit der Delegatoren, die wir auf dem Schirm haben sollten, sondern auch die der Metagraphen, also Projekte, die auf Constellation bauen. Wie gesagt, Constellation sagt, wir erwarten, dass mehr Metagraphen auf das Netzwerk kommen. Mehr Metagraphen führen eben zu mehr DAG-Nutzung, die müssen die Fees bezahlen, steigern die Nachfrage, man zieht mehr Delegatoren an, was den Preis ja positiv beeinflusst. Das Worst-Case-Szenario wäre jetzt weniger Metagraphen als erwartet, also viel zu wenig. Das könnte jetzt die Nachfrage eben nach DAG am Anfang noch etwas abschwächen. Es würde vielleicht auch gerade am Anfang den Preis noch negativ beeinflussen. Das so die möglichen Nachteile. Für mich ist aber so, dass ich das für alles in allem ein sehr bedeutendes und
gutes Update für Constellation handelt. Es mag jetzt kurzfristige, vielleicht negative Auswirkungen auf den DAG-Preis haben. Es ist einfach sehr viel an Veränderungen, was passiert. Also die Nutzer müssen sich dran gewöhnen, die Netzwerkteilnehmer, also ein bisschen so eine neue Findungsphase, die dann steht. Ich glaube aber langfristig eine positive Preisentwicklung persönlich. Am Ende des Tages aber, Leute, der Preis der Kryptowährung ist zweitrangig, wenn man sich mal den coolen, erheblichen Mehrwert anschaut, der hier geschaffen wird. DAG ist ja mehr als nur eine Währung, mehr als nur eine Kryptowährung. Es ist ein fester Bestandteil von der Technologie eines Unternehmens. Und das arbeitet mit Regierungen zusammen, mit Startups, mit Fintech-Unternehmen, um die Tokenisierung von Daten voranzutreiben. Also es geht wirklich um die Zukunft unserer Datenwirtschaft. Es geht um Infrastruktur und ich finde es cool, dass wir, jetzt sind wir bei Web3 als Nutzer, die Chance haben, daran teilzunehmen, wenn wir eben wollen.